Ach, dann kann ich es auch gleich mit den anderen Familienmitgliedern bekannt machen. Darf ich vorstellen, mein Cousin Sebastian von Lahnstein. Seit ich dein wahres Gesicht kenne, wird mir kotzübel, wenn ich dich sehe. Wenn Christian dein wahres Gesicht erkennt, wird ihm bestimmt kotzübel. Was soll das denn jetzt wieder heißen, ne? Soll ich es ihm sagen oder willst du vielleicht? Worum geht es denn? Was wirst du gleich hören? 10, 9, 8, 7, Olivia, wenn du wieder irgendeine Gülle erzählst, dann... 6, 5, 4. Was macht ihr da? Englischkurs für Volldeppen? Weißt du, die arme Coco würde Christian gern was beichten, aber sie traut sich nicht. Schon gut, ich trau mich auch nicht. Coco, worum geht es hier? Um nichts. Es war ein Joke, okay? Deine Alte hat mich nur mal wieder angemacht wegen ihrer verbrannten Platten. Stimmt das? Ja. Olivia, du bist so arm. Ja. Aber ehrlich. Du kommst bitte mal mit. Was für eine nette Überraschung. Sie kennen sich? Ich kenne ihn nicht. Gut. Sonst hätte ich Ihnen den Fall wegen Befangenheit sofort entziehen müssen. Ich schlage vor, machen Sie Frau Brandner doch mal mit dem kleinen Hannes bekannt. Ja, natürlich gern. Da wir jetzt ja öfter das Vergnügen haben werden. Ja, wie gesagt, Frau Brandner absolviert bei uns ihr Anerkennungsjahr. Sie wird die Angelegenheit unter meiner Aufsicht betreuen. Natürlich. Tja, wenn Sie mir dann bitte folgen wollen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bei euch scheint in diesem Winter die Auftragslage ziemlich mau zu sein, oder? Ja, eben nicht. Umso überraschender kam ja dann auch die Pleite. Hallo. Hallo. Meine Schreibtischschublade klemmt. Links die lange in der Mitte. Wärst du so lieb? Links die lange in der Mitte. Muss das jetzt sein? Hat das nicht bis morgen Zeit? Ich kann mir das ja mal ansehen. Ach, und wer stößt mit mir auf Feierabend an? Morgen. Versprochen, ja? Okay, dann verletze ich mich halt. Und ihr könnt mich dann ins Krankenhaus bringen. Also aus der wird mal eine ganz große Schauspielerin. Hoffentlich erst, nachdem wir unser Bier getrunken haben. Schon unterwegs. Oh, Bitte schön. Das ist ja ein Service. Komm, setzen wir uns. du, sei mir nicht böse, aber ich muss mich noch um meinen Papierkram kümmern. Viel Vergnügen. Ich kann es kaum erwarten. Bis später. Zum Wohl. Ja. Die Einladung zur Trauerfeier bei den Lahnsteins. Für Elisabeth muss das ein Albtraum sein. Sag mal, hast du Jana gesprochen? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Wahrscheinlich kümmert sie sich um Leonhard. Vielleicht kommen sich die beiden ja doch wieder näher. Das glaube ich nicht. Sie muss doch begriffen haben, dass Leonhard ihr nicht gut bekommt. So dumm kann keiner sein. Gut, ich melde mich dann in den nächsten paar Tagen bei dir. Und danke nochmal, dass du so schnell zurückgerufen hast. Also, bis dann. Ciao. Puh. Hey. Na?
Ich habe gerade mit Howard aus Chicago telefoniert. Dem Chefarzt. Ich könnte in 3 Wochen auf seiner Station anfangen. Als Oberarzt. Und er hat sogar für dich eine Stelle in Aussicht. In 3 Wochen? Hör zu, Jana. Wenn dir das alles zu schnell geht, dann... Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur, so kurz nach Johannes Tod. Nicht, dass du am Ende noch denkst, du hättest deine Familie im Stich gelassen. Ja, ich weiß. Aber so ein Angebot bekommt man auch nicht jeden Tag. Und du willst wirklich mit mir weggehen? Reicht das? Oder brauchst du es schriftlich? Dann müssen wir es jetzt nur noch den anderen beibringen. Bist du noch ganz sauber? Coco mich immer wieder anzickt? Du hast mir was versprochen. Kein Wort über den Kuss. Hab ich irgendwas gesagt? Nein. Hast du irgendwas gehört? Aber du warst schon dabei. Olivia hat dich nur wegen der verbrannten Platten so aufgezogen? Reicht das nicht? Doch. Ist nur so schwer zu glauben. Willst du mich an einen Lügendetektor anschließen? Tja, wäre ich damals nicht zufällig in den Flur gekommen, dann hätte ich auch nicht erfahren, dass du jemanden geküsst hast. Es war ein verdammter Kuss. Und ich hab dir gesagt, dass es mir leid tut. Ach, und damit ist die Sache für dich erledigt. Hey, Pepper. Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so wenig Zeit für Coco, jetzt lenk nicht ab. Sag mir endlich, was los ist. Meinst du, Christian redet noch ein Wort mit mir, wenn er was erfährt? Wir haben uns gerade angefreundet. Es wär's nicht schon schwer genug, mit einem Typen zusammenzuleben, in dem man total verknallt ist. Mann, von mir erfährt keiner was. Versprochen. Das hast du bereits versprochen. Ich schwöre. Hättest du mir es wenigstens selbst gesagt. Nicht, dass ich dir vor Begeisterung die Sachen vom Leib gerissen hätte, aber... Und dann erzählst du es Sarah und nicht mir. Mich würd's wirklich nicht wundern, wenn sogar Olivia schon weiß, wer es war. Okay. Ich sag dir jetzt, wer es war. Aber du darfst nicht ausrasten. Ich raste nie aus. Olli. Olli. Man könnte ja fast glauben, er mag sie. Er ist ein richtiger Sonnenschein. Ja, und das, obwohl er gerade seinen geliebten Opa verloren hat. Oh, das tut mir leid. Flugzeugabsturz über dem Meer. Er wird seine Leiche wohl nie finden. Ja, umso wichtiger ist es für mich, dass mein geliebter Sohn endlich wieder bei mir ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Tja, konnten Sie sich schon einen Eindruck verschaffen? Ich meine, ob der Kleine sich hier wohlfühlt, ob er bei seinem Vater gut aufgehoben ist? Er ist aufgeweckt und emotional ausbalanciert. Ich habe selten ein so zufriedenes Kind erlebt. Wenn ich das nächste Mal wiederkomme und Schnee gefallen ist, dann fahren wir Schlitten, okay? Ich melde mich in den nächsten Tagen bei Ihnen. Ja, sehr schön. Ich nehme an, Sie finden den Weg allein nach draußen? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Brandner. Hat mich sehr gefreut. Na, fällt die Kleine in dein Beuteschema? Ich kann dir meinen Sohn hier noch ein paar Tipps geben. Der hat sie schon geknackt. Wie sollen wir es Elisabeth nur beibringen? Sie wird das schon verstehen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber sie schlägt sich doch ganz gut. Schon wie sie die Trauerfeier organisiert. Sie reißt sich zusammen. Das ist alles. Ich würde ihr so gerne helfen. Wir müssen es ihr sagen. Allzu lange würde ich wirklich nicht mehr warten. Es ist gut, dass du wieder da bist. Es war schrecklich. Olli ist schwul. Er ist bi. Er steht nicht nur auf Männer, sondern auch auf Frauen. Seit wann? Seit letzter Woche.
Er hat eine Umschulung vom Homo zum Hetero gemacht und ist auf halber Strecke ausgestiegen. Was weiß ich? Was ist das für eine beknackte Frage? Wahrscheinlich schon immer. Olli und du. Wow. Darum hast du ihn auch die ganze Zeit in Schutz genommen. Ja, jetzt wird mir einiges klar, stimmt. Und ich, Idiot, frag ihn auch noch, was ich machen soll. Er hat sich wahrscheinlich totgelacht. Er hatte genauso ein schlechtes Gewissen. Und Olivia wusste natürlich auch Bescheid, hä? Wenigstens hattet ihr euren Spaß. Wir haben uns total beschissen gefühlt. Wahrscheinlich läuft er schon eine ganze Zeit. Ist ja auch super praktisch, du brauchst nur von Bett zu Bett hüpfen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Am besten drucke ich dir gleich meinen Schichtplan aus. Dann wisst ihr immer, wann ihr sturmfrei habt. Oh. Geschmack hast du ja, muss man dir lassen. Bin zwar nicht gerade ein Fan der Brandner Sippe, aber die Kleine hat was. Unbedingt. Wenn du meinst. Wenn sie jetzt so tut, als würde sie dich nicht kennen, dann macht sie das nur, um sich ein bisschen interessant zu machen. Wird das jetzt ein Flirt-Crash-Kurs? Weißt du, Schloss Königsbrunn übt auf die Brandner Sippe eine ungeheure Anziehungskraft aus. Die alte Brandner, Susanne, Lisa, Jana. Eigentlich erstaunlich, dass sich Arno Brandner noch nicht an eine unserer Hausmädchen rangemacht hat. Was ich sagen will ist, wenn du was von der Kleinen willst, bleib einfach dran. Früher oder später hast du sie am Haken. Wie bin ich bisher nur ohne deine selbstlosen Ratschläge ausgekommen? Tja. Wird dir ganz gut in den Kram passen, wenn ich deine Sachbearbeiterin den Kopf verdrehe. Muss auch sehr bitten. Das ist nicht mein Stil. Darum hat sie so getan, als würde sie mich nicht kennen. Natürlich. Und dann gehört er ausgerechnet zu der Familie, deren Fall ich betreue. Shit happens, wie der alte Lateiner zu sagen pflegt. Warum passiert das gerade mir? Schlechtes Karma? Du bist wieder eine Wahnsinnshilfe für mich. Aber jetzt mal im Ernst. Ja, kannst du den Fall nicht einfach abgeben und stattdessen einen anderen übernehmen? Und was sage ich meinem Chef? Haben Sie nicht was anderes für mich? Ich habe mich in einen Typen verknallt, der ausgerechnet verwandt ist mit einem Klienten von mir. Professionell ist das nicht. Und wenn du die Sache ganz einfach für dich behältst. Ich meine, dein Privatleben geht niemandem was an. Auf keinen Fall. Dann wäre ich nicht mehr unbefangen. Und das ist in diesem Job nun mal sehr wichtig. Wenn jemand dahinter kommt, bin ich erst recht weg vom Fenster. Schwierige Situation. Ja, und was jetzt? Ich werde ihn mir aus dem Kopf schlagen müssen, ganz einfach. Ach so, wenn's weiter nichts ist. Eben, gibt Schlimmeres. Zum Beispiel ein Vater wie dich. Gute Nacht. Gute Nacht, Süße. Schlaf schön. Wo hast du denn Sophia gelassen? Sie ist zu Hause. Lars kümmert sich um sie. Ja, dann erzähl doch mal. Wie ist es denn in Glasgow gelaufen? Es war ziemlich anstrengend. Die waren natürlich nicht sehr begeistert, dass ich mich immer wieder eingemischt und Druck gemacht habe. Und dann der Sturm, der die Bergungsarbeiten behindert hat. Und die Behördengänge. Es gab Schwierigkeiten mit dem Totenschein, weil Vaters Leiche nicht gefunden wurde, aber ich habe ihn jetzt. Wenn du willst, dann schicke ich ihn gleich weiter an den Notar wegen der Testamentseröffnung. Ist Vater jetzt also offiziell für tot erklärt? Entschuldigt bitte, ich bin furchtbar müde. Siehst du, genau das habe ich gemeint. Was gemeint? Eigentlich wollten wir damit noch warten, aber Jana und ich, wir gehen nach Chicago. Ein Studienfreund hat mir ein Angebot gemacht, das ich unmöglich ausschlagen kann. Und wann? 3 Wochen. Pardon, Gräfin, Besuch für Sie. Danke, Justus, ich komme gleich.
Leonard, wir brauchen dich hier. Ich weiß, der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig, aber ich muss mich sofort entscheiden. Aber kannst du das nicht verschieben? Carla, wenn ich eins aus Vaters Tod gelernt habe, dann, dass man seine Möglichkeiten nutzen muss. Du siehst doch selbst, es kann jeden Tag vorbei sein. Und außerdem muss ich an meine Zukunft mit Jana denken. Wohl eher an deine Vergangenheit mit Sarah. Marina, mein aufrichtiges Beileid. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich rufe dich an. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. So, Kaffee. Einmal ohne und einmal mit Koffein. Sorry. Und ein kleiner Seelentröster. Was war dann am nächsten Morgen? Christian war schon weg. Hat auf der Couch gepennt. Wir haben uns nicht mehr gesehen. Ich kann mir so in den Arsch beißen. Du hast ihm gesagt? Was hätte ich denn machen sollen? Wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Wieso, was hast du vor? Das weiß ich noch nicht. Wie blöd kann man eigentlich sein? Von mir hat es jedenfalls nicht erfahren. Mensch, nerv nicht. Stimmt ja. Hier wird ja bald noch ein Geständnis fällig. Schönen Morgen noch. Sei froh, dass es raus ist. Was, wenn er Schluss macht? Wegen einem Kuss? So wie Christian gestern Abend drauf war. So habe ich ihn noch nie erlebt. Guten Morgen. Hey, Jana. Willst du mit uns frühstücken? Es reicht für 10. Ich suche eigentlich Arno. Ich glaube, der zerlegt gerade Lisas Schreibtisch. Dann gehe ich gleich nach oben. Und? Wie war dein erster Arbeitstag? Du hast mir noch gar nichts erzählt. Ich gehe schon. Du willst dich bloß vor einer Antwort drücken. Stimmt. Hi. Was machst du denn hier? Das hast du liegen lassen. Danke. Ich wollte dir noch erklären, warum ich gestern so getan habe, als ob ich dich... Ich weiß schon Bescheid. Das ist kein Bestechungsversuch. Ich darf sie trotzdem nicht annehmen. Ich habe nichts mit Ansgars Taugerechtsstreit zu tun. Vorschriften. Ich würde meinen Job riskieren. Willst du das? Dann können wir uns ja wenigstens einen schönen Tag machen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Können wir das vielleicht nicht streichen? Langsam ist gut, oder? Können wir reden? Ich habe Mist gebaut, aber lass mich wenigstens erklären, warum... Was? Ich sag dir noch ein Wort. Meine Süße? Willst du mir nicht erzählen, was gerade passiert ist? Ich weiß auch nicht. Das ist viel zu kompliziert. Das sehe ich. Aber vielleicht kann ich dir irgendwie helfen.
Ich glaube nicht, dass mir irgendjemand was dazu sagen kann. Dafür ist die ganze Geschichte viel zu vertrackt. Kannst ja versuchen. Okay. Horoskop. Stier. Beruf. Sie machen Fortschritte. Liebe. Oh, Sie enttäuschen jemanden. Wie aufbauend, Frau Katja. Moment, ich bin noch nicht fertig. Aber Venus gibt Ihnen eine zweite Chance. Danke, Frau Katja. Denk an deine zweite Chance. Für die Frau mit den schönsten Augen der Welt. Unsere Begegnung war kein Zufall, sondern Schicksal. Und wenn du mal ehrlich bist, haben wir uns doch ganz gut verstanden. Trotz Apfelschorle-Dusche. Sebastian. Wo kommen die denn her? Meine zweite Chance. Weißt du, Jana, ich finde es sehr schön, dass du dich so um Elisabeth kümmerst. Aber es gefällt mir überhaupt nicht, dass Leonard ständig in deiner Nähe ist. Schlitz. Arno, ich muss dir was sagen. Was gibt's? Leonard und ich, wir sind wieder zusammen. Du musst wissen, was du tust. Oh, verdammt. So ein Mist. Arno, es ist unser Leben. Jana, du musst dich vor mir nicht rechtfertigen. Auf diese Weise bist du mit Elisabeth zusammen. Und ihr tut es in ihrer Situation sicher sehr gut. Ja, aber leider nicht mehr lange. Was meinst du jetzt damit? Leonard, er hat ein Jobangebot bekommen in Chicago. In 3 Wochen verlassen wir Deutschland. Raus hier! Hör mir eine Minute zu, okay? Jetzt verpiss dich oder ich hau dir eine rein, hast du es verstanden? Das war alles ganz anders, als du denkst. Ich hab nichts mit Coco. Ja, ist das deine Masche? Einen auf schwul machen und dann anderen Leuten die Freundin ausspannen? Sollst ein Patent drauf anmelden, super. Ich will nichts von Coco. Ich find sie nett mehr nicht. Ja, warum soll ich dir das glauben? Warum soll ich dir noch irgendwas glauben? Sag mir einen Grund.